Hello zum Videotutorial zur Sattlernaht. Ich erkläre euch heute alles, was ihr wissen müsst, um am Ende die Sattlernaht nähen zu können. Die klassische Naht im Lederhandwerk, die verwendet wird, um Lederaccessoires zu fertigen und die komplett per Hand genäht wird. Zuerst einmal einige Infos zur Sattlernaht allgemein. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist die klassische Naht, mit der im traditionellen Lederhandwerk noch gearbeitet wird. Von produzierenden Firmen für Luxuslederhandtaschen und so weiter wird die leider sehr selten mittlerweile verwendet, da sie natürlich sehr zeitintensiv ist im Vergleich zu einer Maschinennaht, aber dafür ist sie auch besonders langlebig und macht einfach ein handgefertigtes Lederaccessoire aus. Klassischerweise wird die Sattlernaht bei schrägen Schlitzen genäht. Das bedeutet, die Nahtlöcher im Leder oder Schlitze in dem Fall sind wirklich Schlitze, die mit einem Gerät, was sich Prickeisen nennt, sieht so ein bisschen aus wie so eine Gabel, ins Leder reingehämmert werden. Das sind dann so schräge Schlitze und die charakteristische Sattlernaht hat dann auch so eine leicht schräge Optik und ist wirklich nicht mit einer Maschinennaht zu vergleichen. Mittlerweile gibt es aber auch einige Abweichungen und Veränderungen und Weiterentwicklungen dieser Naht, sage ich mal. Zum Beispiel gibt es auch Prickeisen, die runde Löcher machen können, also entweder Lochpfeifen haben oder Dorne haben. Und so ist es zum Beispiel auch bei unseren Lederaccessoires in unseren DIY-Boxen, wo wir die Teile für euch schon zuschneiden und auch schon mit Nahtlöchern versehen haben. Wir stanzen mit runden Nahtlöchern, denn da ist die Naht noch mal ein bisschen einfacher zu machen und man sieht kleine Unregelmäßigkeiten nicht sofort, aber trotzdem ist es super cool, auch hier die charakteristische Sattlernaht anzuwenden. Ganz wichtig ist bei der Sattlernaht auf jeden Fall, dass der Löcherabstand, also hier der Abstand zwischen den einzelnen Nahtlöchern und die Dicke des Garnes aufeinander abgestimmt werden. Das bedeutet, die Fadenstärke sollte wirklich zum Löcherabstand passen und eigentlich auch zu den Nadeln und theoretisch, wenn man mit dem Prickeisen die Löcher selbst macht, eben auch da zu der Prickeiseneinstellung, was wiederum den Löcherabstand bestimmt. Das bedeutet, auch hier ist darauf zu achten, dass man kein zu dünnes Garn für eine zu weit auseinanderliegende Naht verwendet oder kein zu dickes Garn, wenn die Nahtlöcher sehr eng beieinander liegen, sondern man stimmt das wirklich immer aufeinander ab und theoretisch auch auf die Größe des Lederaccessoires. Also man würde ein Kartenetui definitiv mit einer kleineren Stichlänge nähen als einen großen Weekender oder einen Shopper. Gut, das ist bei uns schon gemacht, also bei der DIY-Box bekommt ihr das passende Garn für unsere Löcherabstände in der DIY-Box dazu und das Garn ist auch farblich abgestimmt auf das jeweilige Leder. Womit wir schon beim wichtigsten Teil für den ersten Bereich wären, nämlich dem Thema Materialien. Was braucht man für die Sattlernaht? Also, wir brauchen auf jeden Fall einmal unser Nähgarn. Das ist ein Polyester-Nähgarn, was wir hier haben, was ungewachst ist. Das ist sehr ungewöhnlich für die Sattlernaht. Es gibt auch gewachste Nähgarne, aber wir wachsen unser Garn selber. Deswegen braucht man immer auch ein kleines Bienenwachsstück. Der Grund, warum wir ungewachstes Garn haben, ist, dass wir so viele verschiedene Lederfarben immer im Angebot haben und die Farbpalette bei den gewachsenen Garnen sehr reduziert ist. Also meistens gibt es da so 20 bis 30 verschiedene Farben, aber das reicht nicht, um immer die passende Garnfarbe zu unseren Lederfarben zu finden. Deswegen gibt es bei uns ungewachstes Garn, wird auch in der Automobilindustrie verwendet, wird auch viel bei Luxuslederwarenhandtaschen verwendet und dann entweder mit der Maschine genäht oder trotzdem per Hand genäht und manuell gewachst. Also das Garn in der jeweiligen Menge, die man für das jeweilige Projekt braucht, ist dann auch immer in der DIY-Box dabei, genauso wie das Bienenwachs und die Sattlernadeln. Die Sattlernadeln sind ganz besondere Nadeln, die sind nämlich hier oben stumpf an der Spitze oder nur sehr minimal spitz, also nicht zu vergleichen mit einer Nähmaschinennadel zum Beispiel, sondern wirklich Nadeln, die super zum Handnähen geeignet sind. Dann gibt es noch so ein paar Hilfsmittel, die man gebrauchen kann, die einfach super praktisch sind zur Hand zu haben. Und zwar einmal Dokumentenklammern, also so kleine Clips, womit man dann zwei Lederteile zum Beispiel zusammenhalten kann. Hier sage ich es jetzt direkt dazu, bevor ich es vergesse. Bei Verwendung dieser Clips ist es ganz wichtig, dass man die Clips so anbringt, dass man wirklich nur bis auf
die Nahtlinie die Clips ins Leder positioniert. Also wir wollen die nicht hier so weit in die Mitte positionieren, weil diese Clips können Abdrücke hinterlassen im Leder, vor allem in Glattleder und auch vor allem dann, wenn sie länger als irgendwie eine halbe Minute festgeklippt sind, was natürlich oft der Fall ist. Das heißt, ich würde immer empfehlen, die nur bis auf die Nahtreihe zu positionieren, denn da wird ja dann danach genäht und dann ist es nicht mehr sichtbar. Oder was man theoretisch auch machen kann, man kann hier so Lederstücke über diese schwarzen Teile kleben, um diese Clips nochmal zu polstern. Aber auch dann kann es teilweise sein, dass Abdrücke hinterlassen werden, wenn man die zu lange drauf hat, weil die schon ziemlich stark sind. Also das einmal für euch nur zu wissen, dass man darauf achten muss. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Schere, um den Faden abzuschneiden. Das kann irgendeine Schere sein, es kann wirklich eine Papierschere auch sein, eine Küchenschere, egal was, eine kleine Handarbeitsschere. Muss nichts Spektakuläres sein, denn wir müssen damit wirklich nur den Faden abschneiden. Von daher kann man da einfach nehmen, was man gerade zur Hand hat. Und was ich auch immer empfehlen würde, es ist nicht zwingend notwendig, aber es macht das Leben schon an vielen Stellen deutlich leichter, ist eine Ahle. Und zwar eine Rundahle, das heißt keine Ahle hier mit Schlitz, sondern eine Ahle wirklich mit einer Spitze, die dann sozusagen zu unseren Nahtlöchern passt. Die ist einfach praktisch, um mal ein Loch zu weiten, um nochmal irgendwo durchzustechen, falls irgendwo nicht ganz durchgestochen ist oder. Meistens braucht man sie gar nicht so häufig oder nicht viel, aber trotzdem ist es praktisch, die immer parat zu haben, dass man nicht danach suchen muss, wenn es dann soweit ist. So, dann kann man noch einen Hammer gebrauchen, wenn man möchte. Das ist sehr optional. Das erklären wir im letzten Kapitel dieses Videos ein bisschen genauer, wofür man den Hammer verwenden kann, wenn man möchte, aber ist auch nicht zwingend notwendig. Und dann brauchen wir noch etwas, um unser Nähgut einzuspannen. Das erkläre ich jetzt im nächsten Kapitel, wenn es um das gesamte Thema Vorbereitung geht. Bevor wir jetzt mit der Sattlernaht beginnen, müssen wir noch einige Vorbereitungen treffen. Wir müssen einmal das Garn abmessen, dann müssen wir das Garn wachsen, dann müssen wir die Nadeln auf das Garn auffädeln und wir müssen unser Nähgut in einen Nähkloben oder eine andere Hilfestellung einspannen oder irgendwo befestigen. Wir fangen mal an mit dem Abmessen vom Garn. Die Frage stellt sich relativ oft, wie viel Garn brauche ich denn für meine Naht? Also ich würde sagen, mindestens 3-mal so viel wie die Strecke, die man nähen will, aber in den seltensten Fällen reicht 3-mal. Also ich würde eher 3,5-mal so viel oder sogar 4-mal so viel nehmen, wie man wirklich braucht. Denn wir nähen ja von beiden Seiten, also wir brauchen mal mindestens die Vorderseite und die Rückseite. Und dann haben wir aber natürlich auch noch eine gewisse Lederdicke, die wir ja auch noch als Strecke von dem Garn zurücklegen müssen. Dann brauchen wir auch noch ein bisschen Garn, um das auf den Nadeln aufzufädeln. Und so ergibt sich eben dann dieses 3- bis 4-mal so viel, wie man nähen möchte. Wie viel möchte man jetzt nähen? Auch das ist eine gute Frage. Meine ganz, ganz große Empfehlung hier ist, nicht zu lang die Strecke wählen, die man nähen möchte. Also wir wollen jetzt nicht hier die gesamte Klappe plus diese Stelle hier oben komplett nähen, sondern wir teilen uns diese Strecke auf. Wir machen jetzt mal hier diese gesamte Rundung und wir werden gleich schon merken, dass selbst das relativ viel ist und das Garn relativ lang wird. Also ich lege das Garn einfach so grob hier rundherum und dann mache ich das Ganze mal 3,5 oder mal 4. 1, 2, 3, ja so 3,7 vielleicht oder so, ohne dass ich es jetzt hier mit dem Lineal ausgemessen habe. Das ist jetzt das Garn, was wir für diese Strecke brauchen. Jetzt versuche ich das einmal nicht zu verknoten. Jetzt können wir ja mal schauen, wie lang das ist. Ja, auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Das heißt, am Anfang, wenn wir jetzt nähen und festziehen, dann können wir gefühlt ein Workout währenddessen noch einbauen, um dieses Garn richtig festzuziehen, beziehungsweise meine Armspanne reicht auch gar nicht, um das Garn komplett festzuziehen. Das heißt, ich muss bei jedem Mal festziehen, dann nochmal nachgreifen und nochmal nachziehen. Also ich persönlich finde es ein bisschen zu lang. Ich würde es auch nicht für Anfänger empfehlen. Ich weiß aber, dass viele von euch gerne mit einem sehr langen Garn arbeiten, weil sie nicht wollen, dass irgendwo die Naht begonnen und beendet wird, sondern wirklich von Anfang bis Ende alles in einem Garnzug nähen möchten, sozusagen. Die zweite Sache, die noch dagegen spricht, so ein langes Garn zu verwenden, ist die, dass wenn man sich dann mal verheddert mit dem Garn, und es passiert natürlich bei einem längeren Garn viel, viel leichter, dass sich das aufdröselt, dass sich das verheddert oder so. Wir haben zwar Tipps, wie man es vermeiden kann, aber trotzdem passiert es einfach bei einem langen Garn leichter als bei einem kurzen Garn, dass man dann natürlich
viel Verlust hat irgendwie und am Ende muss man doch irgendwo in der Mitte mit der Naht nochmal anfangen, außer man will alles auftrennen, was wir natürlich nicht wollen. Insofern kann man auch gleich ein etwas kürzeres Garn nehmen. Das mache ich jetzt auch. Ich schneide das jetzt nochmal hier in der Mitte durch, wenn ich euch jetzt gleich zeige, wie das Garn gewachst wird und aufgefädelt wird. Also das hier ist jetzt eine schöne, komfortable Länge. Ein bisschen länger hätte es auch noch sein dürfen. Ich würde sagen, maximal so lang, dass ihr eure Arme, wenn ihr sie ausbreitet und spannt, noch ausbreiten könnt, aber dass das Garn dann schon auf Zug ist. Gut, jetzt wachsen wir einmal dieses Garn. Und zwar nehmen wir einfach das kleine Wachsstück, was in der DIY-Box enthalten ist, fangen irgendwo hier in der Mitte ungefähr an, legen das Garn so auf dieses Wachsstück drauf, Zeigefinger unter das Wachsstück, Daumen übers Wachsstück und dann ziehen wir das Garn einfach 2, 3, 4, 5 Mal hier durch. Von der Mitte nach außen in eine Richtung, dann machen wir das gleiche nochmal in die andere Richtung, sodass wir beide Seiten gewachst haben und wirklich dann alles gewachst haben. So, das passt. Damit haben wir das Garn gewachst. Was wir jetzt noch machen, ist, dass wir auf jeden Fall entweder mit einem Küchentuch oder mit unseren Fingern überschüssiges Wachs abstreifen. Das heißt, ich nehme es jetzt einfach zwischen Daumen und Zeigefinger und gehe hier noch 10 Mal oder 8 Mal oder so oft, bis es sich für mich schön komprimiert anfühlt, über dieses Garn drüber. Denn was wir hier machen, ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir komprimieren das Wachs in die Fasern rein. Das heißt, wir drücken das Wachs in die Fasern rein. Das Garn wird jetzt auch richtig schön starr im Vergleich zu dem hier. Und durch unsere Wärme, die wir einfach automatisch durch die Reibung erzeugen und unsere Haut eben auch oder unser Körper eben diese Wärme hat, schmelzen wir das Wachs sogar minimal in das Garn rein, was auch noch perfekt ist. Also hiermit haben wir ein gewachstes Garn erstellt mit relativ wenig Aufwand. Der große Vorteil nur zu dem oft gekauften gewachsenen Garn ist es, dass wir genau so viel Wachs drauf haben, wie wir brauchen. Und dass wir eine sehr farblich passend abgestimmte Garnfarbe zum Leder haben, weil wir einfach viel mehr Farbauswahl haben. Okay, also haben wir jetzt einmal das Garn gewachst und jetzt müssen wir die Nadeln auffädeln. Ich hoffe, man kann es gut sehen, denn jetzt geht es an die Details. Wir nehmen ein Ende des Fadens und fädeln den erstmal durch das Nadelöhr. So, ziehen das Ganze einmal durch. Ich sehe gerade schon, ich habe das Garn nicht richtig aufgefädelt. Ich schneide mir hier nochmal so ein bisschen schräg die Spitze ab, falls es nicht funktioniert. So, und jetzt fädle ich das hier durch. Also einmal aufgefädelt. Und was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich hier ungefähr so viel Garn überstehen lasse, wie die Nadel lang ist. Oder sogar noch ein bisschen mehr. Eher ein bisschen mehr. Also so 1,5 Mal so viel, wie die Nadel lang ist, würde ich eigentlich empfehlen. Denn was wir jetzt machen, ist, dass wir das Garn gegen seine Zwirnrichtung drehen und damit das Garn so aufdröseln. Ich denke, man kann es jetzt ganz gut hier in der Kamera sehen. Das Garn ist jetzt in die einzelnen Stränge so aufgedröselt. Und jetzt können wir mit der Nadelspitze, die relativ stumpf ist, aber das schafft sie noch, dieses Garn spalten und durch den Faden stechen. So sieht das Ganze bis jetzt aus. Also wir haben jetzt hier den Faden gespalten und durch den Faden gestochen, haben hier jetzt noch ein bisschen Ende übrig und das Ganze machen wir jetzt noch ein zweites Mal hier. So sollte das am Ende aussehen. Wir haben jetzt eine Biegung und noch eine Biegung. Die können auch gleichmäßig sein oder die eine kleiner als die andere. Das ist total egal. Aber so wollen wir das haben. Und jetzt nehmen wir dieses kurze Ende und ziehen in Richtung des langen Endes, um das Garn zu fixieren. Also ich ziehe jetzt einmal hier das drüber, dann ziehe ich nochmal am langen Ende fest. Und jetzt haben wir den Faden super stabil hier aufgefädelt. Und auch wenn wir jetzt wirklich viel mit der Sattlernaht nähen, kann hier gar nichts mehr passieren. Das gleiche machen wir jetzt nochmal auf der anderen Seite. Auch da nehme ich euch nochmal mit. So, einmal wieder durchfädeln, dann einmal aufdrehen, einmal spalten, in ein bisschen Abstand nochmal spalten, nach hinten rüberziehen und festziehen am langen Faden. Und das ist die perfekte Ausgangssituation für die Sattlernaht. Jetzt müssen wir nur noch unser Nähgut in den Nähklubben einspannen oder in eine andere Form einspannen und dann können wir anfangen zu nähen.
Die wichtigste Sache aus meiner Sicht, um komfortabel nähen zu können, ist, dass das Nähgut irgendwo eingespannt ist oder gut fixiert ist, sodass man dann einen schönen Widerstand hat beim Nähen, dass alles stabil in Form gehalten wird und man beide Hände frei hat, um wirklich die Sattlernaht nähen zu können. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Meine absolut bevorzugte Variante ist ein Nähkloben. Der ist nicht standardmäßig in der DIY-Box enthalten, weil der zum aktuellen Zeitpunkt jetzt 29 € kostet und weil wir das niemandem aufzwängen möchten, den mitbestellen zu müssen. Aber ich kann ihn wirklich sehr empfehlen. Aus meiner Sicht lohnt er sich mindestens ab der zweiten Bestellung, also ab dem zweiten Nähprojekt. Aber auch schon beim ersten Nähprojekt, finde ich, lohnt er sich sehr, weil man wirklich viele Teile an der Tasche oder dem Accessoire mit dem Nähkloben nähen kann. Wie funktioniert dieses Teil? Wir haben hier einen Regler, mit dem wir das öffnen können und hier wird das Nähgut eingespannt. Dann kann man das wieder schließen und dann hat man hier eben die Kante direkt vor sich und kann super nähen. Hier auf dieses Brett würde man sich jetzt so draufsetzen und dann könnte man hier Stück für Stück schön nähen, hätte die Hände frei und kann zum Beispiel dann eben Stück für Stück die Naht nähen und zwischendrin die Nadeln hier an den Magneten ablegen, wenn man eine Pause machen möchte oder und hat aber trotzdem hier das Nähgut super eingespannt, dass es schön stabil ist und nicht die ganze Zeit hin und her fällt oder irgendwie sich super viel bewegt oder so. So, man kann dieses Brett übrigens auch noch so drehen, also man kann auch zum Beispiel sich mit einem Bein hier drüber stellen oder setzen und dann von der Seite aus nähen. Also da gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Manche nutzen den Nähkloben auch, um etwas bei der Kantenbearbeitung einzuspannen oder so. Da gibt es so ein paar Sachen zu beachten. Aber grundsätzlich ist der Nähkloben schon sehr, sehr praktisch. Es ist einfach ein tolles Teil. Und ich würde es wirklich jedem empfehlen, wenn man das Geld investieren möchte. Es lohnt sich allemal. Man kann damit auch, um ehrlich zu sein, super auf dem Sofa nähen. Also ich mache das wirklich ganz oft, dass ich mich damit so halb aufs Sofa lege schon und dann aber damit eben das Nähgut eingespannt habe, es stabil ist und ich trotzdem super einfach nähen kann. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie man das Nähgut einspannen kann. Und es gibt auch, wollte ich noch ganz kurz erwähnt haben, einen Tischnähkloben. Für zum Beispiel Personen, die lieber am Tisch nähen möchten oder müssen, wie auch immer, kann man diesen Nähkloben hier an der Tischplatte festmachen mit diesem Teil und kann den auch in verschiedene Richtungen rotieren und dann eben da das Nähgut einspannen. Manchmal ist dieser Tischnähkloben, den gibt es auch noch in größeren Ausführungen, praktischer, weil durch dieses rotierende Gelenk hier kann man auch, wenn man ein sehr großes Teil einspannen muss, sagen wir mal, ich würde den Tischnähkloben jetzt an dieser Tischkante hier festmachen und ich müsste ein sehr großes Teil nähen, habe ich hier vorne sehr, sehr viel Platz. Hier habe ich natürlich nur so viel Platz, wie hier zwischendrin Platz ist und da bin ich auch limitiert. Das heißt, manchmal ist der Nähkloben noch ein Ticken praktischer, aber der Nähkloben, auf den man sich draufsetzt, ist eigentlich so der Standard, der am allerhäufigsten verwendet wird. So, was sind die Alternativen, um das Nähgut einzuspannen, wenn man sich keinen Nähkloben bestellt hat und es erstmal ohne probieren möchte oder wenn man erstmal schauen möchte, ob das Lederhandwerk was für einen ist. Dann gibt es auch andere Möglichkeiten, das erstmal ein bisschen irgendwie ohne die Investition eines Nähklobens hinzubekommen. Wichtig ist, dass man wirklich das Nähgut so einspannt, dass es sich nicht die ganze Zeit bewegt. Also hier mit den Clips irgendwie aufzustellen, ist nur bedingt hilfreich, weil es trotzdem super viel hin und her schlittert, sage ich mal. Deswegen würde ich empfehlen, Bücherstapel zu verwenden. Also das hier sind jetzt meine Bücherstapel in unserem Fall. Man kann natürlich auch so Boxen oder Kartons oder so verwenden. Wichtig ist, dass da jetzt Gewichte drin sind, dass es nicht irgendwie hin und her schlittert und dass es trotzdem stabil hält. Und dann kann ich hier schön das zwischendrin einspannen und kann hier auch nähen. Natürlich ist man dadurch limitiert, dass man auf jeden Fall dann am Tisch arbeiten muss. Und man ist hier halt auch in der Höhe ein bisschen limitiert. Also wenn ihr jetzt Bücher hättet, dann würdet ihr eigentlich hier noch 2 Bücher oder so reinmachen, dass wirklich das Nähgut schon so eingespannt ist, dass wirklich nur noch die Naht oben frei ist. Aber so kann man sich eben auch super helfen mit so Kisten oder Bücherstapeln oder manche machen es auch mit Wasserflaschen, muss man schauen, wie das dann stabil hält. Aber es gibt eben auch verschiedene andere Möglichkeiten und meistens hat man irgendwas zu Hause, womit man das dann auch nochmal einspannen kann.
Manche spannen das auch zwischen ihre Knie ein, wenn sie auf dem Sofa oder so nähen. Das geht natürlich auch, mache ich auch häufiger mal, aber natürlich geht es auf dem Rücken und wir wollen ja uns das bequem machen beim Nähen und komfortabel nähen, denn es soll ja auch Spaß machen und das Nähen dauert natürlich auch seine Zeit. Insofern würde ich da jetzt nicht an der Lösung sparen und im Zweifel wirklich über den Nähknoten nachdenken. Gut, jetzt haben wir alles vorbereitet und jetzt würde ich sagen, wagen wir uns an die Sattlernaht. Das Nähgut ist eingespannt, das Garn ist gewachst und die Nadeln sind aufgefädelt. Jetzt geht es an die Sattlernaht. Zu Beginn ein großer Hinweis, und zwar bitte ich euch, jetzt diesen Handgriff, den ich euch gleich zeige, eine ganze Strecke lang wirklich mal zu machen, also euch zu zwingen, diesen Handgriff wirklich durchzuziehen und beizubehalten, denn am Anfang ist das ein bisschen ungewohnt, vor allem wenn es darum geht, 2 Nadeln in einer Hand zu haben und in der anderen gar nichts zu haben und man fragt sich, warum das irgendwie jetzt gerade so komisch und unnatürlich vielleicht für den ersten Moment ist, aber wenn man mal eine ganze Strecke genäht hat, also 20, 30, 40 Stiche, dann macht es total Sinn und dann bekommt man auch ziemlich schnell die Routine. Aber ich sehe immer wieder, dass einige sich so eine eigene Technik irgendwie entwickelt haben und so andere Handgriffe machen, die natürlich auch, wenn es für euch individuell funktioniert, vollkommen in Ordnung sind. Ich finde immer, das, was am meisten Spaß macht, ist auch erlaubt, aber trotzdem verpasst man vielleicht ein bisschen was, wenn man sich nicht mal kurz dazu zwingt, diese Sattlernaht wirklich auch genau so zu machen, wie sie eigentlich gemacht wird. Wir fangen an. Und zwar haben wir hier unser Garn, 2 Nadeln sind aufgefädelt. Ich habe es jetzt relativ kurz genommen, dass ich nicht hier so viele vom Video verdecke, indem ich in alle Richtungen wild festziehe. Und wir starten jetzt, indem ich bin Rechtshänderin, also arbeite ich von der rechten Seite, Linkshänder arbeiten dann spiegelverkehrt von der linken Seite. Wir starten jetzt, indem wir die Nadel durch das erste Loch fädeln. Ich habe mir hier jetzt eine Stelle ausgesucht, wo ich die Naht beginnen möchte. Und jetzt einmal das Garn ausgleichen, sodass ich links und rechts genau gleich viel Garn eben verfügbar habe und die Strecke sozusagen vermittle. Jetzt versuche ich mal zu kommentieren, ganz langsam, was ich Stück für Stück mache. Danach mache ich den Stich natürlich noch viele Male und rede auch wieder mit und weise auf verschiedene unterschiedliche Dinge hin. Also man muss jetzt nicht in der ersten Sekunde sich alles merken und alles verstanden haben, aber ich versuche es jetzt mal ganz langsam Stück für Stück zu machen und mitzusprechen. Ich nehme meine rechte Hand und die rechte Nadel in meiner rechten Hand und nähe in den nächsten Stich. Also ich steche die Nadel in den nächsten Stich, ins nächste Loch von der rechten Seite durch das Leder. Und zwar ungefähr zur Hälfte oder so zu einem Drittel, zu 2 Drittel, was ich durchgestochen habe und 1 Drittel, was ich dann noch Platz habe. Und jetzt nehme ich diese Nadel mit der linken Hand entgegen. Ich habe aber schon eine Nadel in der linken Hand und die bleibt auch da. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ich nehme jetzt diese Nadel und meine linke Hand und überkreuze hier mit der Nadel, mit der ich noch nicht genäht habe, die Nadel, die gerade noch im Nahtloch steckt. Und nehme hier jetzt meinen Daumen von oben und meinen Zeigefinger von unten und halte das so fest. Mit der rechten Hand mache ich gerade gar nichts. Jetzt ziehe ich das raus aus dem Loch und drehe meine linke Hand um 90 Grad und nähe jetzt durch dieses gleiche Loch wieder zurück. Mit der anderen Nadel, mit der ich noch nicht genäht hatte, also mit der linken Nadel. Jetzt kann ich das von rechts hier entgegennehmen und festziehen. Ich mache es nochmal, bisschen schneller, spreche trotzdem mit, sodass man es nachvollziehen kann. Rechte Nadel in rechter Hand durch das Leder von rechts mit links entgegennehmen, indem ich überkreuze, um 90 Grad mein Handgelenk drehen und durchs gleiche Loch mit der noch nicht genähten Nadel zurücknähen, mit rechts entgegennehmen. Noch einmal, mit rechts, von rechts nähen, mit links entgegennehmen und überkreuzen, rausziehen, um 90 Grad drehen und durchs gleiche Loch zurück, mit rechts entgegennehmen. Also eigentlich sind es 3 Handgriffe sozusagen. Einmal mit rechts durch, einmal mit links überkreuzen, drehen und zurück und dann einmal wieder mit rechts entgegennehmen und natürlich festziehen. Festziehen ist auch ganz wichtig. Okay, ich mache es noch 2, 3 Mal und dann gebe ich noch so ein paar Tipps, worauf man achten kann bei der Naht, weil es ist natürlich schon so, dass man noch 2, 3 Handgriffe ein bisschen genauer erklären kann. Mit rechts nähen, mit links überkreuzen, um 90 Grad drehen, zurücknähen, mit rechts entgegennehmen und ziehen. Mit rechts durch, mit links überkreuzen, um 90 Grad drehen, zurück, entgegennehmen und ziehen. Das erste, was ich euch jetzt als Detail mitgeben möchte,
ist dieser Moment, wenn ich mit rechts durchgenäht habe, mit links entgegengenommen habe und jetzt die Drehung mache von meinem Handgelenk. Also die Drehung, wo ich von dieser Nadel in das Nahtloch wieder zurücknähen möchte. Bei dieser Drehung drehe ich mein Handgelenk so, dass sich mein kleiner Finger nach unten dreht und der das Garn, was ich schon durchs Nahtloch genäht habe, auf Spannung hält. Hier kann man es jetzt, glaube ich, ganz gut sehen. Das Garn, was schon durchgenäht wurde, ist hier mit meinem kleinen Finger auf Spannung gehalten. Und was ich dadurch mache, ist, hoppla, die Perspektive wollen wir nicht zerstören hier. Was ich dadurch mache, dass ich mit meinem kleinen Finger das Garn auf Spannung halte und übrigens auch mit meiner rechten Hand das Garn, was schon durchgenäht ist, so ein bisschen auch auf Zug halte, ist nämlich das, dass der Faden, der jetzt schon durchs Loch genäht wurde, automatisch so ein bisschen zurückgezogen wird, zu mir gezogen wird, sodass ich dann, wenn ich wieder durchs Nahtloch nähe, in dem Nahtloch noch relativ viel Platz habe, um den zweiten Faden mit der zweiten Nadel durchzuführen. Und das ist was ganz, ganz hilfreich ist, um das Spalten vom Garn zu vermeiden. Denn das ist was häufiger mal passiert, wenn man eben nicht so mit dem Straffhalten arbeitet, dass wenn man jetzt hier durchnähen würde und das jetzt hier ganz locker hält, vielleicht sogar der Faden relativ weit vorne irgendwie in dem Loch ist und ich jetzt hier so zurücknähe, dass es sein kann, dass ich jetzt mit dieser Nadel hier dieses Garn, was schon durchgenäht wurde, spalte. Und dass ich da dann irgendwie einen Knoten reinmache, den ich nicht mehr rausbekomme. Und das passiert relativ leicht. Und das wollen wir vermeiden. Und das geht ganz einfach, indem man sich wirklich diesen Handgriff angewöhnt, dass man das Garn mit dem kleinen Finger auf Zug hält und auch hier rechts noch ein bisschen auf Zug hält. Und dann kann man hier super ab und zu geben. Im Tipps und Tricks Kapitel gibt es da noch ein paar mehr Tipps, wie man auch dieses Garnspalten vermeiden kann. Aber das will ich jetzt schon eigentlich lieber hier zum grundlegenden Handgriff zählen, dass man sich das direkt einprägt. Gut, dann noch 1, 2, 3 Worte zum Festziehen. Also, wenn ich mit rechts durchnähe, mit links überkreuze, drehe, auf Spannung halte und zurücknähe und mit rechts entgegennehme, dann ziehe ich fest. Also erst wenn der Stich eigentlich schon fast beendet ist, das Festziehen gehört zum Stich beenden dazu, aber erst wenn ich wirklich durch das gleiche Loch mit beiden Nadeln und beiden Löchern genäht habe. Jetzt kommt der Moment des Festziehens. Und beim Festziehen würde ich empfehlen, immer gegenläufig festzuziehen. Das heißt, mit der einen Hand würde ich nach vorne oben und mit der anderen Hand nach hinten unten festziehen. Man muss es ehrlich gesagt nicht so übertrieben machen, es wird nämlich mit der Zeit dann auch ein bisschen anstrengender. Bei der richtig klassischen Sattlernaht mit länglichen Schlitzen, da ist es schon wichtig, dass man da wirklich die Energy aufrecht erhält sozusagen und wirklich immer schön hoch festzieht und dann niedrig festzieht auf der anderen Seite. Bei den runden Nahtlöchern, die wir haben, die verzeihen viel, viel mehr. Also da kriegt man auch ein sehr, sehr ordentliches und gleichmäßiges Ergebnis hin, wenn man nicht zwischendrin noch Yoga-Übungen macht sozusagen, sondern wenn man einfach schön gleichmäßig festzieht, schon gegenläufig, aber ich würde behaupten, es reicht auch eins ein bisschen schräg nach vorne und das andere ein bisschen schräg nach hinten. Oder theoretisch, wenn man es gleichmäßig macht, auch das rechte nach hinten und das linke nach vorne. Das ist eigentlich egal, wie rum man es macht aus meiner Sicht, weil das Loch ist ja rund. Insofern legt sich das Garn auch in die richtige Stelle von diesem Loch rein. Wichtig ist nur, dass man es immer gleichmäßig macht. Dann noch ein paar Worte zum Thema Festziehen, wie fest man denn festzieht. Das ist von Leder zu Leder unterschiedlich. Auch da würde ich euch empfehlen, einfach so ein bisschen zu nähen und dann bekommt man relativ schnell ein Gefühl dafür. Grundsätzlich als Orientierung würde ich sagen, immer so lange, bis man einen Widerstand spürt. Also was wir nicht wollen, ist, dass wir so festziehen, dass wir das Leder raffen. Also das wäre viel zu viel. Ich sehe jetzt schon, wie das Leder sich so ganz minimal zusammenrafft. Bei Stoff wäre das natürlich nochmal viel stärker sichtbar, weil das Material viel weicher und flexibler ist. Bei Leder passiert das nicht so leicht, aber auch bei einem dünnen Velurleder oder bei einem dünnen Kalbsleder oder Lammnapper oder so kann das schon mal passieren oder ein dünnes Ziegenleder. Insofern würde ich niemals zu festziehen, dass man erstens damit gefühlt schon das Leder perforiert, weil man das Garn so fest ins Leder reinzieht. Und zweitens, dass das Leder so Wellen bekommt. Also das wollen wir nicht. Ich mache das jetzt auch mal wieder rückgängig, indem ich mit der Ahle hier so ein bisschen durchgehe und den Stich nochmal locker. So. Und jetzt nochmal normal festziehe. Und zwar bis ich einen Widerstand spüre. Es ist schon wichtig, auch da immer gleichmäßig festzuziehen und nicht zu schwach festzuziehen. Also schon wirklich festzuziehen, bis man einen Widerstand hat hier. Aber
eben auch nicht mehr. Jetzt haben wir noch so ein paar Stellen, bei denen genäht wird, vor allem wenn das keine Naht ist, wo man dann die außen sichtbar hat, sondern wenn das eher eine Naht ist, wo dann danach das Leder nochmal umgeklappt wird, gewendet wird, umgestülpt wird oder so. Zum Beispiel bei der Vorderkante von der Saddleback hier oder auch bei der Bucketback oder dem Shopper, der Taschenkörper. Da würde ich schon empfehlen, zu schauen, dass man wirklich schön straff zusammennäht, weil wenn man da sehr locker näht, dann sind die Nähte am Ende auch nach den Wänden sichtbar und das möchte man natürlich nicht. Also auch gerade diese Rundung hier bei der Saddleback an der Vorderkante, die wird natürlich super schön auch definiert, wenn das Leder wirklich schön auf Zug genäht wird sozusagen. Aber wir wollen das Leder trotzdem nicht perforieren oder raffen. Also wenn wir einen Widerstand spüren, dann dürfen wir natürlich auch mit dem nächsten Stich weitermachen. So, jetzt schaue ich mal, ob ich euch alles gesagt habe zu den grundlegenden Techniken. Ich glaube schon. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt weiter mit den Tipps und Tricks, also wie man noch eine schönere Naht hinbekommt, was es noch so gibt zu beachten und wie man einfach das ganze Thema nochmal ein bisschen mehr professionalisieren kann. Okay, bevor wir zu den Tipps und Tricks kommen, noch kurz eine Info dazu, wie man denn die Naht beendet. Also gehen wir davon aus, ich hätte jetzt die Strecke genäht, die ich nähen möchte. Und was machen wir jetzt mit dem überschüssigen Garn? Wie machen wir hier jetzt das Ende? Müssen wir den Faden verknoten oder was wird gemacht? Das erkläre ich euch jetzt auch mal. Also, wir nähen jetzt erst noch zweimal zurück. Also zurück von dahin, von wo wir gekommen sind sozusagen. Das heißt, ich gehe jetzt durch dieses Loch, wo ich schon genäht habe, wieder durch und mache genau das Gleiche mit der Sattlernaht auch wieder, nur dass ich eben in die andere Richtung nähe. Auch wieder schön festziehen und hier beim letzten Stich auch wieder festziehen. Hier zeige ich euch jetzt beim Festziehen noch einen Tipp. Dadurch, dass wir zweimal jetzt Garn an dieser Nahtstelle haben, wollen wir, dass sich das Garn, mal kurz hier entwirren, wollen wir, dass sich das Garn hier schön ordentlich entweder genau über das bereits bestehende Garn an dieser Stelle legt oder genau daneben. Beide Sachen sind möglich, beides sieht auch gut aus. Das Danebenlegen ist eigentlich sehr charakteristisch für die Sattlernaht und unterscheidet eigentlich eine Sattlernaht visuell sehr, sehr stark von einer Maschinennaht. Insofern würde ich schon empfehlen, dass man das auch schön hier nebendran legen kann. Und wie man das macht, ist, dass man mit einer Nadel nochmal nach dem Nähen in diese Schlaufe reingeht und das wirklich hier so ein bisschen auf Zug hält. Und dann kann man das nämlich richtig schön hier positionieren und mit der Nadel noch so ein bisschen führen, dass es sich genau in die an die richtige Stelle legt. Hier genau das Gleiche. Ich sehe gerade, hier habe ich einmal vertrudelt. So. Und auch hier legt sich das Garn schön parallel genau neben den anderen Stich. Und dann sieht das wirklich auch sehr, sehr ordentlich aus. Und wie gesagt, es unterscheidet auf jeden Fall einen Stich von einem Stich an der Maschine oder so. Insofern auf jeden Fall zu empfehlen, das so zu machen. Was machen wir jetzt hier mit dem restlichen Garn? Wir schneiden das einmal ganz knapp kantig ab. In einem vergangenen Videotutorial habe ich jetzt gesagt, wir schneiden das so ab, dass man es da noch ins nächste Nahtloch stopfen kann, aber das muss eigentlich gar nicht sein, wir müssen es uns gar nicht so schwer machen, sondern wir ziehen hier jetzt ein bisschen mehr als üblich an diesem Garn und schneiden dann ganz knapp kantig ab. Und dadurch, dass ich gerade ein bisschen mehr gezogen habe, rutscht es dann sozusagen automatisch wieder in dieses Nahtloch. Das gleiche auf der anderen Seite, ein bisschen hier ziehen, nicht zu viel, also jetzt nicht extrem, aber ein bisschen auf Zug halten, knappkantig abschneiden und dann müsste sich das Garn jetzt eigentlich automatisch hier in das Nahtloch rutschen. Das Ganze würde ich euch jetzt empfehlen, noch mit einem Tropfen Kleber zu fixieren, den ich jetzt zwar gerade nicht griffbereit habe, aber ihr würdet mit der Ahle in den Kleber mit der Spitze hineintunken, also mit der Ahle mit der Spitze in den Kleber hineintunken und dann hier auf dieses Loch, wo das Garn gerade verschwunden ist, einen kleinen Tropfen Kleber draufgeben, von der anderen Seite auch und das dann trocknen lassen. Der Kleber trocknet transparent, insofern ist es auch gar nicht schlimm, wenn da ein bisschen wirklich weiß am Anfang sichtbar ist. Wie gesagt, es trocknet transparent, ist dann am Ende gar nicht mehr sichtbar, reibt sich mit der Zeit wahrscheinlich auch noch ein bisschen ab, wenn da noch ein bisschen überschüssiger Kleber ist, aber führt eben dazu, dass das Garn noch mal ein bisschen besser fixiert wird, auch wenn die Sattlernaht selbst ja sowieso schon sehr unkaputtbar ist und sich gar nicht so leicht wieder löst. Also nicht wie bei einer Maschinennaht, diese Sattlernaht, dass die super leicht aufgeht, wenn man einmal irgendwo einen Schnitt im Garn hat, sondern dadurch, dass diese Fäden wirklich bei dieser
90-Grad-Drehung und Nadeln in beide Hände nehmen und so weiter. Also bei dieser klassischen Bewegung, die ich jetzt gerade gezeigt habe, wird das Garn im Loch auch verknotet. Und deswegen ist diese Naht generell sehr, sehr stabil und langlebig und reißt nicht leicht, geht nicht leicht auf, wenn irgendwo mal die Naht an einer Stelle etwas beansprucht wird. So viel dazu. Das ist das Thema Naht beenden. Kommen wir zu den Tipps und Tricks und vorher auch noch zu dem Thema Fehlerbehebung. Denn aus meiner Sicht gibt es 3 Sachen, die immer mal wieder passieren, die man aber vermeiden kann, wenn man weiß wie. Und zwar einmal die Tatsache, dass man das Garn spaltet, einmal die Tatsache, dass man den Faden aufdröselt oder dass der sich leichter aufdröselt. Und das 3. muss ich jetzt schon wieder ablesen, die Tatsache, wenn es schwer zu nähen geht, also wenn man schwer irgendwie durch die Nahtlöcher durchkommt. Also, das Erste kann man super einfach beheben, indem man, wie ich es im Grundlagenteil schon gezeigt habe, wirklich beim Nähen sich einfach nochmal daran erinnert, das Garn hier und hier schön auf Zug zu halten und dann beim Zurücknähen eben schaut, dass man den Faden dadurch nicht spaltet. Aber es gibt noch einen zweiten Tipp dahingehend, nämlich die Tatsache, dass wenn man näht und dann mit der zweiten Nadel zurücknäht, man wirklich, bevor man die Nadel komplett durchmacht und mit der rechten Hand entgegennimmt, bei dem Faden, der schon durchgenäht ist, schaut, ob der beweglich ist. Ich zeige es mal mit der Ahle hier. Also dieser Faden hier ist gerade sehr beweglich und das ist ja der Faden, mit dem wir vorher durchgenäht haben. Und das ist sozusagen ein super Check. Ich habe jetzt gerade so weit hier gezogen, dass es sich verschoben hat. So, jetzt kann man es nochmal gut sehen. Das ist einfach ein super Check, immer wieder den Faden zu bewegen, um zu sehen, ob wir da noch eine Beweglichkeit drin haben oder ob wir den Faden gespalten haben. Also wenn sich das hier bewegen kann, dann haben wir auch den Faden nicht gespalten. Und wenn wir jetzt die Situation haben, dass wir den Faden gespalten hätten, ich versuche es jetzt mal absichtlich zu spalten, indem ich mal irgendwie wirklich versuche, durch den Faden zu nähen. Das ist gefühlt jetzt unmöglich, das hinzubekommen, wenn man es genau in dem Moment machen will. So, jetzt habe ich durch den Faden genäht und wenn ich jetzt hier ziehe, dann merke ich schon, wie ich wirklich die ganze Nadel mit durchs Loch ziehe. Also hier rein und raus ziehe oder hier kann ich jetzt nach rechts gar nicht richtig weiterziehen. Und wenn man das merkt, kann man natürlich nochmal wirklich die Nadel rückwärts rausziehen, alles nochmal irgendwie rückgängig machen und dann wirklich schauen, dass man Stück für Stück die Naht sauber beendet und da nichts gespalten hat. Das ist mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp ist dieses Thema, wenn sich der Faden leichter aufdröselt. Das passiert vor allem, wenn man einen besonders langen Faden hat. Wenn man viel näht und dann kann es sein, dass irgendwann hier sich der Faden so aufdröselt, dass der sich in die einzelnen Stränge aufteilt und dass das eben dann am Ende so ist, dass man die Nadel in der Hand hat und der Faden zwar hier noch hängt, aber die Nadel nicht mehr auf dem Faden aufgefädelt ist. Oder dass sich der Faden super stark verdreht bei jeder Naht und dass man irgendwie da auch dann leicht die Gefahr hat, dass man das Garn nochmal spaltet oder irgendwie Instabilität reinbekommt oder so. Das kann man vermeiden durch 2 Sachen. Erstens, zwischendrin immer nach 5, 6 Stichen auslassen, nennt man das. Das heißt, wenn man genäht hat, einmal die Nadeln fallen lassen und das Garn sich ausdrehen lassen und dann wieder weitermachen. Und das Zweite, und das ist wirklich ganz easy, zwischendrin einfach nachwachsen. Das heißt, gehen wir jetzt davon aus, ich hätte hier noch viel, viel mehr Faden übrig und es würde sich jetzt aufdröseln und ich merke, das hat irgendwie nicht mehr den schönen Stand und die schöne geradlinige Richtung, die es eigentlich haben sollte, kann ich auch immer jetzt nochmal dieses Garn nachwachsen, indem ich ganz normal wachse, so wie ich es kenne. Danach auch wirklich nochmal mit den Fingern drüber gehen, um das Garn wirklich schön um das Wachs wirklich schön ins Garn einzuarbeiten und dann hat man auch da wieder eine super Ausgangssituation. Grundsätzlich, aber auch hier nochmal meine Empfehlung, keinen zu langen Faden verwenden, der macht euch das Leben nur unnötig schwer. So, und zum dritten Problemchen, was vielleicht manchmal vorkommen kann, dass man sich schwer tut, durch die Löcher zu kommen. Das kann an unterschiedlichen Sachen liegen, aber meistens ist es so, dass man Kleber auf die Nahtlöcher aufgetragen hat und dass es deswegen besonders schwerfällig ist oder dass man nicht so akkurat geklebt hat, so dass man irgendwie versetzt durch die Löcher nähen muss. Also dass das Loch hier auf einer anderen Höhe ist wie auf dieser Seite und dass man dann irgendwie so schräg durchnähen muss oder so. Oder, wo es natürlich auch vorkommt, wenn wir viele Lederlagen aufeinander nähen müssen, wenn generell die Strecke sehr knapp kalkuliert ist, wenn wir um eine Rundung nähen müssen oder so. Und da würde ich empfehlen, einfach dann die Ahle zur Hilfe zu nehmen und dann einfach dieses Loch
noch ein bisschen zu weiten. Ich würde nicht jetzt einfach hier mit der Ahle durchstechen, weil wenn ich so ein bisschen schief geklebt habe oder so, dann kann es sein, dass ich auf der anderen Seite hier auf einmal an einer anderen Stelle mit der Spitze der Ahle rauskomme. Ich würde die Ahle eher nehmen, um mir so ein bisschen das Loch zu suchen, sage ich mal, weil die Ahle ja besonders spitz ist und dann so diese Richtung besser findet. Oder man kann es natürlich auch von der anderen Seite machen. Ist jetzt für einen Rechtshänder ein bisschen schwierig, aber so kann man das natürlich schon auch machen, um die Löcher ein bisschen zu weiten. Genau. Das kann man wirklich auch immer machen, wenn man irgendwie sagt, es ist gerade besonders schwerfällig oder wenn man eine Stelle hat, wo man wirklich viele Lagen hat, dann ist die Ahle wirklich sehr sinnvoll und deswegen haben wir die dann auch jetzt in der DIY-Box dabei, weil die einfach super praktisch ist für ganz viele verschiedene Sachen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Tipps. Ich muss zwischendrin ein bisschen ablesen, ich will nichts vergessen. Grundsätzlich möchte ich euch nochmal mitgeben, dass diese komplette Sattlernaht bei runden Löchern einfach nochmal viel einfacher geht wie bei Schlitzen, wie man es eigentlich in der charakteristischen Sattlernaht hat, die mit Schlitzeisen, wo die Löcher mit Schlitzeisen gemacht werden. Also wenn ihr irgendwann mal eine Naht näht mit Schlitzen, dann ist es noch wichtiger, auf dieses ganze Thema Konsistenz, richtiges Festziehen und so weiter zu achten. Und das ist jetzt nochmal was ich auch wiederholen möchte, dieses Thema Konsistenz. Immer von der gleichen Seite anfangen zu nähen. Immer gleich in gleiche Richtungen bzw. gegenläufige Richtungen, aber am Ende trotzdem gleich festziehen. Immer mit dem gleichen Druck festziehen. Nicht die Nadel einmal oben überkreuzen und einmal unten überkreuzen auf der linken Seite dann, sondern wirklich immer alles, was man macht, gleich wiederholen, konsistent machen. Eine befreundete Lederhandwerkerin hat sogar gesagt, sie sieht es bei ihren Azubis zum Beispiel, wenn die zwischendrin was anderes gemacht haben oder mit jemandem gesprochen haben oder so, sieht sie, wie die Naht unregelmäßiger wird. Also sie sieht genau an der Naht, an welcher Stelle jemand abgelenkt war oder nicht. Jetzt ist es natürlich da so, dass sie mit dieser geschlitzten Naht arbeiten, die einfach nochmal mehr Konsistenz erfordert. Ich kann schon aus eigener Erfahrung sagen, und es liegt jetzt nicht daran, dass ich schon lange die Sattlernaht mache, sondern das ist auch nach kurzer Zeit schon der Fall, dass man schon die Sattlernaht auch sehr, sehr schnell drauf hat und hinbekommt und nebenbei auch Netflix oder so schauen kann. Insofern müsst ihr euch da keine Gedanken machen, aber verinnerlicht euch einmal die Tatsache, dass man die Handgriffe immer gleichmäßig wiederholen sollte und immer in der gleichen Art und Weise durchführen sollte. Gut. Dann vielleicht dazu auch noch ein Tipp zu diesem konsistenten Nähen. Ich würde euch immer empfehlen, es euch bequem zu machen. Es hört sich jetzt komisch an, aber grundsätzlich einfach die Tatsache, dass man ein Nähgut in einem Nähklumpen eingespannt hat oder in einer anderen Lösung eingespannt hat, die für einen gut funktioniert. Ich würde da keine Kompromisse machen. Also wenn ihr von Anfang an merkt, das ist gerade besonders schwerfällig und irgendwie flutscht es gar nicht, dann würde ich euch eher empfehlen, nochmal die Position zu wechseln, lieber nochmal die 2 Minuten zu investieren und zu gucken, was kann ich gerade verändern, dass es für mich leichter ist. Ich würde schauen, dass ich angenehmes Licht habe, womit ich eben gut auch die Nahtlöcher sehen kann, wenn ich die sehen muss. Irgendwann näht man vielleicht sogar gar nicht mehr auf Sicht, sondern einfach auf Gefühl, aber gerade am Anfang will man ja die Nahtlöcher auch sehen. Und all diese Dinge würde ich euch wirklich empfehlen, um angenehm zu nähen, weil auch das zeigt sich am Ende in der Konsistenz. Gut, dann auch dahingehend noch ein Tipp zum Thema bequem machen oder zum Thema sich's einfach machen. Ich würde empfehlen, immer von der Lederseite aus zu nähen. Hier bei diesem Teil haben wir 2 Seiten, die beide Leder sind. Von daher ist es total irrelevant, von welcher Seite wir nähen. Also was ich damit meine ist, dass man dieses Teil auch andersherum in den Nähklumpen hätte einspannen können und von dieser Seite hätte nähen können. Stellen wir uns jetzt vor, auf dieser Seite wäre nur Futter und auf dieser Seite wäre nur Leder. Dann ist es immer leichter, das Teil so rum einzuspannen, dass der erste Stich, der durchs Material geht und durch die verschiedenen Lagen geht, komplett durchs Leder durchgeht, weil von der Futterseite haben wir nicht immer die Nahtlöcher reingestanzt. Selbst wenn wir sie reingestanzt haben, kann es sein, dass das Futter manchmal nicht ganz perfekt akkurat geklebt ist oder. Und dass man zum Futter einfach nicht so leicht die Löcher sieht wie im Leder. Deswegen immer, auch vorher, bevor man dann anfängt zu nähen, überlegen, von welcher Seite aus spanne ich mir das Teil gerade ein, um es mir besonders einfach zu machen. Gut, das waren mal die Tipps zum Bequemmachen und angenehme Naht und so weiter. Vielleicht noch 2 letzte Sachen. Auch nochmal zu diesem Thema in den Nähkloben einspannen oder irgendwie anders festklemmen oder. Manchmal haben wir Stellen, da geht es nicht so einfach, irgendwas hier einzuspannen, weil entweder die Teile so groß sind oder weil wir Stellen haben, die überlappend genäht werden müssen. Zum Beispiel, wenn man eine Taschenklappe am Taschenkörper festnäht,
dann schauen beide Futterseiten in die gleiche Richtung und beide Lederseiten schauen in die gleiche Richtung. Und dann ist es wirklich nicht so, dass wir jetzt hier so eine Kante nach oben haben, wo wir einspannen können und nähen können, sondern dann müssen wir wirklich so, ja, komisch überlappend nähen. Es ist echt ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber wenn ihr an diese Stelle kommt, dann werdet ihr es auf jeden Fall merken. Das ist auch beim Boden der Business Bag, beim Festnähen des Bodens auch zum Beispiel der Fall, wenn man Vorderteil mit dem Boden und Rückteil mit dem Boden vernäht. Und da kann ich euch grundsätzlich nur empfehlen, entweder die Clips zur Hilfe zu nehmen, mit denen kann man teilweise Sachen ganz gut fixieren, oder eine dritte Nadel, die man hat, vielleicht an einer gewissen Stelle zur Hilfe zu nehmen und da die Teile schon mal zu fixieren. Oder was man auch machen kann, und es kostet auch nicht viel Zeit, es hört sich jetzt wieder super aufwendig an, aber lohnt sich auf jeden Fall, ist, dass man sich eine kurze Hilfsnaht macht. Das reicht schon, wenn es 2, 3 Stiche sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier vorne anfängt zu nähen und dann das Teil bis hier hinten irgendwie geht, dass man sich hier hinten und hier in der Mitte nochmal eine Hilfsnaht macht und die Teile dann schon besser ausgerichtet sind und richtig übereinander liegen und so weiter. Dann tue ich mir auch da vorne viel, viel leichter mit dem Nähen. Also so 2, 3 Heftstiche, sage ich mal, das Garn einfach kurz festknoten und eine Hilfsnaht machen, das wirkt auch manchmal Wunder. Gut, der letzte Tipp. Ein Tipp, den ich bisher noch gar nicht geteilt habe, den man machen kann, den man nicht machen muss. Und zwar geht es da um das Thema Stiche festhämmern. Also, man kann, wenn man möchte, die Stiche am Ende, wenn sie genäht sind, nochmal festhämmern. Dafür würde man einen Hammer verwenden, der hier eine schöne, glatte Seite hat. Hier haben wir sogar so eine ganz, ganz leichte Rundung drin. Das ist ein Edelstahlhammer und mit dem könnte man hier jetzt die Stiche festhämmern, wenn man möchte. Der Vorteil wäre der, dass eine leicht unregelmäßige Naht, wenn man unregelmäßig festgezogen hat oder so, damit ein bisschen ausgeglichen werden kann. Wenn man aber zu unregelmäßig gezogen hat, dann verschlimmert man damit das Problem eigentlich nur, weil dann drückt man Stiche platt, die eigentlich viel zu locker genäht waren oder. Und dann kann man damit auch nicht mehr wirklich viel retten, sondern dann wird es eher noch stärker sichtbar. Aber der zweite Grund und eigentlich der wichtigere Grund, warum man gegebenenfalls Stiche festhämmern sollte, ist der, dass dann die Naht im Profil gesehen, also wenn ich mir das jetzt hier so im Profil anschaue, dass diese Naht dann nicht mehr so weit nach oben heraussteht. Das bedeutet, wenn man die Stiche hier festhämmert, hier ist das Garn rausgerutscht, ich mache das nochmal hier fest, ich habe es natürlich auch nicht festgeklebt. So, wenn man die Stiche jetzt hier festhämmern würde, dann sind die flacher im Leder hier drin. Und gerade bei Stellen, die viel Reibung ausgesetzt sind, also zum Beispiel ein Kartenetui oder so, wo man wirklich offen seine Hosentasche macht und wieder rausholt oder in die andere Tasche reinmacht und wieder rausholt, vielleicht auch bei einer Pouch oder einer Pochette, die man als Innentasche für eine andere Tasche verwendet, da kann es schon Sinn machen, diese Stiche nochmal festzuhämmern, dass sie einfach nicht zu sehr abstehen, weil durch viel Reibung natürlich dann ein Garn irgendwann mit der Zeit auch anfälliger wird. Wir haben ein sehr, sehr unanfälliges Garn, was auch in der Automobilindustrie und so bei Autositzen und so weiter verwendet wird. Also es ist schon sehr, sehr unanfällig. Aber manchmal machen so kleine, feine Sachen natürlich auch den Unterschied. Wo es auch einen Unterschied macht, ist, wenn man besonders helle Garne verwendet, wenn man eine helle Lederfarbe hat zum Beispiel und möchte, dass die sich nicht so leicht verfärben. Weil zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben eine weiße Tasche mit weißem Garn und tragen die mit einer blauen Jeans. Kann es natürlich sein, dass die blaue Jeans irgendwie doch ein ganz kleines bisschen abfärbt oder auch einfach Schmutz von unseren Händen vom Alltag, wenn wir die Tasche anfassen, auf dieses Garn übergeht. Und auch wenn wir das wachsen und damit das Garn nochmal versiegeln und haltbar machen und ja fast schon wasserabweisend machen, ist es natürlich so, dass Garn einfach ein offenporiges Material ist und Verschmutzungen leichter aufnimmt wie ein super versiegeltes Leder oder so. Und wenn man das festhämmert, dann hat man auch da eben die Möglichkeit, diese oberste rausstehende Garnschicht nochmal ein bisschen platt zu drücken und das davor zu schützen, dass es leicht irgendwie empfänglich ist für Schmutz. So, ich glaube, das waren jetzt wirklich viele Tipps nochmal, die man für sich verwenden kann. Ich glaube, wir haben dahingehend alles gesagt und ich hoffe, das hat euch ganz, ganz viel geholfen. Ich hoffe, ich habe die Sattlernaht gut erklärt und gut gezeigt aus allen möglichen Perspektiven, sodass ihr jetzt eure Lederaccessoires nähen könnt. Ganz viel Spaß damit!